Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Es geht nach wie vor um die Projektserie Gabionenhang bauen. Das heißt, ihr seht hier rechts diesen leicht schon abgetragenen Hang. Den werde ich heute weiter abbaggern und die Vorbereitung treffen, an diesem Hang entlang auf 30 Meter neue Gabionen zu setzen. Dies ist der Teil 2 der Serie. Bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Ja, ihr Lieben, ich habe meine Baggerarbeiten um einen Tag nach vorne gezogen, weil schwere Regenfälle angesagt waren. Wie ihr sehen könnt, hat es heute Nacht wirklich kräftig runtergehauen. Der Lehmboden ist aufgeweicht bis zum Ende. Ein Arbeiten hier wäre selbst mit dem großen Bagger sehr, sehr schwierig geworden. Deswegen bin ich froh, dass ich meine Baggerarbeiten weitestgehend abschließen konnte. Bevor ich die Körper aufstelle, an der Stelle ein kleiner Rückblick. An dieser Stelle ein kleiner Zwischenschnitt. Bin jetzt ungefähr 3 Stunden auf dem Bagger. Der Bagger ist mit 5 Tonnen dann doch deutlich größer als der letzte Bagger. Damit kommt man richtig gut voran. Und wenn ich mir jetzt die Flucht hier anschaue, denke ich, bin ich auf gutem Wege. Ich ziehe jetzt nach und nach die Fläche hier eben. Hinten dann die Kurve, wo die Gabionen herumgehen sollen. Oben die Erde wird deutlich höher aufgeschüttet, damit ich die dann einfach hinter die Gabionen hinterfüllen kann, wenn die dann stehen. Und meine Hoffnung ist, die Erde hier ist relativ locker, dass in naher Zukunft keine schweren Regenfälle kommen und mir das hier unten einfach wieder reinspült. Aber das Risiko muss ich in dem Moment jetzt einfach eingehen. Auf geht's, die nächste Runde auf dem Bagger. Gut 8 Stunden habe ich jetzt alles freigebaggert, wie ihr sehen könnt. Direkt hier unten, wo die Gabionen jetzt hinkommen, nochmal glatt gezogen. Die Erde zunächst aufgetürmt, etwas verteilt. So viel verteilen konnte ich nicht wegen der Bäume. Und dann kommt jetzt hier eine kleine Besonderheit, die ich praktisch High Life entschieden habe. Das ist die Gabionenreihe von hier unten. Hier bis an die Kante laufen wird. Hier habe ich eine kleine Rampe gebaggert. Und die Gabionen, die jetzt hier oben von der anderen Gabionenwand kommen, werden hier enden. Und hier werde ich irgendwo dann meine Treppe herbauen. Wie ich den Übergang dann genau mache, das werde ich dann auch High Life entscheiden. Denn bevor ich jetzt hier an diesen Stellen die Gabionen einbauen kann, muss der Rest von diesem Baum hier weg. Das Risiko ist mir einfach zu hoch, dass wenn ich den Baum fälle, dass er dann auf die Gabionen fällt und wieder Schaden macht. Deswegen werde ich erstmal beginnen, auf diese knapp 15 Meter, 20 Meter, was das sind, die Gabionen zu stellen. Das heißt, ausrichten, Untergrund vorbereiten, Richtschnur und dann können die Körbe gestellt werden. Mit dem Bagger habe ich Stück für Stück den Hang entlang meiner Markierungslinie abgetragen in einer Flucht. Habe das meiste der Erde da oben auf diesem Hügel aufgetragen. Das wird dann später für die Hinterfüllung genutzt. Und einen Teil der Erde habe ich jetzt hier flächig verteilt. Das sind teilweise dann doch 30-40 cm zugekommen. Entlang meiner Hainbuchenhecke werde ich hier sicherlich noch etwas Erde zurücknehmen müssen, damit das keinen Schaden nimmt.
aber insgesamt doch recht gut gelungen, finde ich. Eine andere Perspektive, vielleicht ganz kurz, heute mit Gummistiefeln, der blanke Lehmboden hier, durch diese starken Regenfälle heute Nacht. Die Gabionenwand soll entlang des Hanges aufgebaut werden. Hier vorne werde ich eine Kurve eingehen. Und dadurch, dass ich hier einen enormen Höhenunterschied habe, habe ich mich zu Folgendem entschieden. Ich habe hier einen Übergang gebaggert. Das heißt, bis zu dieser Position hier, um die Kurve herum, bis vorne zu meiner Einfahrt, wird die Gabione am Stück gesetzt. Hier wird es dann einen Übergang geben. Da die Gabione, die hier oben schon steht, soll ja ebenfalls verlängert werden. Die wird dann hier auf dieses Rundungsstück treffen und hier werde ich einen Höhenversatz einbringen. Das Ganze kombiniere ich dann vielleicht mit einer Treppe. Oben bei meinem Gartenhäuschen möchte ich ja noch eine Treppe jetzt hier runter in diesen Gartenbereich bauen. Das bietet sich an, denke ich, das Ganze zu kombinieren. So viel an der Stelle zu den Vorbereitungsarbeiten, zu den Baggerarbeiten. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man die Körbe einzeln zusammenbaut, wie man sie in Reihe stellt, miteinander kombiniert und ausrichtet und für die Befüllung vorbereitet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf, markiert die Klingel als aktiv und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao!